Hey, drop mal den Beat, Bro. Hallo, mein Name ist Elmar Heckmann. Ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe helfe ich euch als Musiker Profi im Studio zu werden. Drumbeats bei Hip-Hop, Rap und jeder anderen elektronischen Musik sind fast nicht mehr wegzudenken. Dabei müssen programmierte Beats gut durchdacht sein. In diesem Video geht es darum, wie ihr dem Tontechniker im Studio erklärt, wie die Beats programmiert sein, also später klingen sollen. Wenn ihr wissen möchtet, wie ein natürliches Schlagzeug im Studio vorzubereiten ist, klickt bitte unten auf den Link in der Videobeschreibung. Und hier die Tipps zur Beat-Programmierung. Los geht's! Beats kopieren ist keine Lösung. Den Beat von einem anderen Track dürft ihr nicht einfach kopieren. Derjenige, der den Track komponiert hat nämlich ein Recht darauf, dafür bezahlt zu werden. Und wenn ihr den Beat kopiert, klaut ihr ihn einfach für eure Zwecke. Auch hier gilt: Mehr Respekt. Überlegt euch also eigene Beats. Du musst wissen, von was du sprichst. Auch wenn der Beat am Computer entsteht, solltet ihr wissen, wie die Teile eines echten Schlagzeugs heißen, um den Beat beschreiben zu können. Die große Trommel ist die Bassdrum oder auch Kick genannt und klingt so. Bitte nicht Bassdrum mit Bass verwechseln. Das nächste Teil ist die sogenannte Snare, die helle Trommel, und sie klingt so. Dazwischen zischt die sogenannte Hi-Hat. Und die großen Deckel dort, das sind die Becken. Manchmal sind noch Zusatztrommeln dabei, die sogenannten Toms. Zusammen könnte der Beat dann so klingen. Wenn ihr euch den Beat im Studio programmieren lasst, solltet ihr erklären können, wann welcher Teil des Schlagzeugs zu hören ist. Entweder beatboxt ihr den Beat dem Tontechniker vor oder ihr zählt den Rhythmus durch. Hier nur ein Beispiel von unendlich vielen Rhythmen. Auf dem Studiocomputer sieht das Ganze dann so aus. Welche Sounds noch für ein komplettes Hip-Hop-Playback notwendig sind, seht ihr in diesem Video. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao! Fun Fact zum Schluss: Rapper Josh Warren ging mit seinem Track Pferdegeräusche viral, weil so viele Leute auf das Video klickten, die echte Pferdegeräusche suchten.